SolidWorks bietet viele Möglichkeiten, Daten aus der Konstruktion weiterzugeben. Dazu zählen nicht nur 2D-Formate, natürlich auch dreidimensionale Formate. Unser Tool Export Express schafft es mit einem Klick, all diese Daten an einem zentralen Ort abzulegen, wie zum Beispiel meinem 3D-Drive von der 3D-Experience-Plattform. Mit diesem Tool werden nicht nur einfach die Datensätze erstellt, sondern ich kann über die Optionen gezielt Einfluss darauf nehmen, ob ein maßstäblicher Export notwendig ist oder ob vielleicht bestimmte Blätter nur berücksichtigt werden sollen. Das 3D-Drive von der 3D-Experience-Plattform synchronisiert diese Daten automatisch im Hintergrund, sodass diese ab sofort zur Verfügung stehen. Die browserunabhängige Dashboard-App zeigt mir nach dem Einloggen direkt das eben synchronisierte Verzeichnis an. Sofort kann der Anwender die Dateien über 3D Play sichten oder aber es wird der Zugriff für externe Partner freigegeben. Nach dem Download der eDrawings-Datei stehen unzählige Werkzeuge zum Betrachten, Ausdrucken oder auch Kommentieren zur Verfügung. Zum Beispiel kann ich über das Animieren mir einen Zugriff auf den 3D-Datensatz besorgen, um anschließend mit der Messenfunktion ganz gezielte Maße herauszulesen. Neben dem Messenzugriff auf die topologischen Daten stehen mir natürlich auch alle Zeichenblätter zur Verfügung und auch der Zugriff auf bestimmte Layer, die eventuell für die Dokumentation in der Zeichnung wichtig und richtig sind, können hier verwendet werden. eDrawings ist kostenlos für Microsoft Windows, aber auch macOS verfügbar. Und sollten Sie mobil unterwegs sein, können Sie auch gerne über Ihren App Store die eDrawings-Version auf Ihr Mobilgerät herunterladen. Wir konnten also sehr einfach sehen, wie man über die Cloud und Export Express Daten mit eDrawings sichten kann. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Sobald der Datensatz auch über 3D Space abgelegt ist, kann ich zum Beispiel über DraftSide Connected direkt auf diesen Teamarbeitsbereich zugreifen. Hier nehmen wir auch den Cloud-Speicher von Dassault System in Anspruch und können auf diese Art und Weise DWG und DXF-Datensätze direkt aus der Plattform in unserem lokalen DraftSide Connected öffnen. Und der volle Umfang von DraftSide lässt hier in puncto DWG-DXF-Bearbeitung keine Wünsche offen. Dahinter liegt auch ein volles PDM-Datenmanagement-System, was sich eben über den Teamarbeitsbereich 3D Space erschließt und was Ihnen erlaubt, Versionen und Freigabeprozesse im Team abzuarbeiten. Und wir sind auch schon am Ende angelangt. Ich danke für die Aufmerksamkeit und sollten noch Fragen oder Kommentare offen sein, dann bitte gerne in den Kommentarbereich oder wir freuen uns auch über ein Like, wenn Sie mehr von diesen Videos sehen möchten.